Holla! Das letzte Video ist ja schon ein bisschen her. Die Macht war nicht so mit mir und von dem her war ich ein bisschen gehandicapt. Aber es verheilt gut. Hatte mir ja hier wie im letzten Video erwähnt, den Daumen aufgeschlagen, es wurde genäht. Jetzt bin ich hier ein bisschen taub. Aber mei, was soll's. Irgendwas ist ja immer. Wir wollen ja nach Costa Rica auswandern. Das steht ja fest, das ist absolut safe, das ist gebucht und sonst was. Wir warten halt jetzt nur die Schritte ab, die wir nicht beeinflussen können. Und das, was wir beeinflussen können, ist inzwischen so eine lange Liste. Wobei ich die noch nicht ganz irgendwo niedergeschrieben habe und die müssen wir abarbeiten. Das heißt, es gibt im Prinzip die zwei großen Stationen. Das ist A, was müssen wir hier in Deutschland jetzt noch erledigen, und B, wie läuft es dann in Costa Rica. Zumindest die erste Zeit. Ich gehe jetzt davon aus, die ersten 2 Wochen kann ich planen ungefähr und danach schauen wir mal, was kommt. Der Plan jetzt für Deutschland momentan ist der. Wir haben jetzt, kann man jetzt sagen, fast Dezember. Uns bleibt jetzt noch ein Monat und in diesem einen Monat werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Ja gut, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Das ist dieses Jahr nicht anders. Oh Wunder, es ist wieder der 24. Dezember und der ist ja schon bald in 3 Wochen. Das heißt, Christkindlmarkt, irgendwelche Mädelsausflüge, irgendwelche Betriebsfeiern, irgendwelche Geburtstage, irgendwelche anderen Dinge, die mir jetzt spontan nicht einfallen, weil es so viel ist. Es wird nicht mehr viel passieren, zumindest nicht an den Wochenenden, weil die sind so gut wie verplant. Allerdings macht es gar nichts, das ist normal. Das ist halt Dezember, Weihnachten. Trotzdem tut sich was, nämlich wir haben, warum sich das eigentlich alles so zieht, hier mit Haus verkaufen und ausräumen und aufräumen und Gedöns. Wir haben ja nicht nur ein Haus. Es ist ja hier so ein kleines, weiß ich nicht, Sachal mitten in der Stadt. Das heißt, es wird aufgeteilt, wird einzeln verkauft und letzten Endes muss doch alles zusammen ablaufen. Das Gute ist das, wir haben genug Nachfrage, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist echt nur eine Frage der Zeit, bis alles unter Dach und Fach ist und wir können zum Notar, Unterschrift und ab die Bude. Das ist genau das, wo ich jetzt auch so ein bisschen in der Luft hänge, weil eben alles zusammen ablaufen muss. Es muss alles hier in Grundstücksgrenzen neu gezogen werden. Ja, wie gesagt, irgendwas ist immer, aber ein Teil ist tatsächlich echt schon in Gedanken jetzt weg, abgehakt. Jetzt müssen wir den anderen Teil noch und dann geht's los. Das ist dann der Plan jetzt, wenn hier alles unter Dach und Fach ist. Notar, das ganze Schriftliche, das ganze Papierkram, Gedöns erledigen. Dann kommen natürlich so Dinge wie Felix ist noch in der Schule, der Schule mal Bescheid sagen. Die Arbeitgeber wissen schon Bescheid, die warten im Prinzip nur auf, hey, morgen ist es soweit. Ja, nicht ganz so krass, so sinngemäß. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen wichtig, dass man die Leute, die es betrifft, so ein bisschen mit einbezieht. Ich meine, alles kann ich jetzt auch nicht gleich an die große Glocke hängen, weil manche Dinge halt nur in der Schwebe sind und solange, in Bayern sagt man, was gewiss weiß man nicht, und solange das so ist, dass man nicht sicher weiß, wie es läuft, ist es so. Auf jeden Fall das Schriftliche. Dann Schule, Arbeitgeber, ich meine Zeitschriften, Abos, irgendwelche anderen Abos haben wir schon radikal zusammen gestrichen, schon gekündigt, damit wir da ja nichts übersehen. Der nächste Punkt ist natürlich Krankenkasse. Hier abmelden, bei der anderen sagen, geht los. Dann unser Opa, er ist privat versichert, das heißt, da haben wir das auch schon abgeklärt, er kann seine Versicherung mitnehmen, das ist alles kein Problem. Autos, mit denen wir jetzt noch rumfahren, die müssen ja dann auch weg, werden dann auch verkauft.
abmelden. Wo musste ich dann noch überall abmelden? Hier Einwohnermeldeamt, Krankenkasse, Kindergeldstelle. Ich weiß es nicht. Ich muss mal auch erst noch eine schöne große Liste machen, wie so eine Checkliste. Wenn ich die mal habe, mache ich dann noch mal ein Video drüber, was wir alles gemacht haben. Oder auch Joey, der Kater, der braucht seine Impfungen. Der musste gechippt werden, das haben wir auch schon erledigt. Kastriert ist er sowieso. Der braucht auch seinen Heimtierausweis, dass er da mit darf. Dann braucht er vorher noch eine Untersuchung, er braucht noch eine Impfung gegen Tollwut. Ich glaube, 80% weiß ich schon, die anderen 20% entdecke ich noch. Die Spedition natürlich, der Bescheid sagen, wenn es dann soweit ist. Die warten im Prinzip auch nur auf Abruf. Weil es sind ja doch ein paar Dinge, irgendwelche, ich hätte jetzt fast gesagt, irgendwelche sentimentalen Suppenschüsseln. Du kannst ja nicht alles zurücklassen, schon gar nicht, wenn du einen Opa dabei hast mit 80, der ja dann doch an vielen Dingen hängt. Und ich will auch nicht einen 80-Jährigen so entwurzeln, dass er in einem fremden Land mit einer fremden Sprache überhaupt nicht mehr weiß, wie er heißt. Das will ich ihm auch nicht zumuten. Gut, was dann natürlich noch kommt, wenn dann mal der Termin feststeht, ist die Flüge buchen. Du musst auch wieder schauen, wann fliegst du. Fliegst du unter der Woche? Fliegst du am Wochenende? Wahrscheinlich eher nicht. Also Wochenende, weil sind ja die Flüge normalerweise dann doch teurer. Und ich sage immer, die guten Dinge im Leben beginnen an einem Mittwoch. Ich bin am Mittwoch geboren. Mein Mann ist an einem Mittwoch geboren. Unser Sohn ist an einem Mittwoch geboren. Wir haben an einem Mittwoch geheiratet. Alles echt Zufall, aber irgendwie ist mir das jetzt vor kurzem aufgefallen, es passiert immer am Mittwoch. Also könnte es sein, dass wir am Mittwoch fliegen. Schauen wir mal. Geplant ist, dass wir mit Air France Premium Economy fliegen. Mit denen sind wir im Urlaub auch schon geflogen. Von dem her Koffergröße ist alles, passt alles für die. Ja, einmal nochmal so über Paris fliegen ist vielleicht jetzt auch nicht so verkehrt. Einmal hier so runterwinken, au revoir. Das ist halt so diese Vorstellung. Wie es dann wirklich wird, weiß keiner. Natürlich Airbnb buchen, dann gleich drüben irgendwelche Unterkünfte. Das muss alles von hier aus schon geschehen. Also ich will in den Flieger steigen, oder beziehungsweise es kommt irgendwann ein Taxi, packt uns ein, bringt uns zum Flughafen, der Flieger bringt uns darüber, dann steigen wir aus, bringen uns das Taxi an den nächsten Ort, dann haben wir den Salat. Soweit der Plan. Drüben plane ich dann erstmal in San Jose ungefähr eine Woche zu bleiben, weil, ja, 24 Stunden unterwegs sein, nur damit wir an diesem Ort sind und erst schon mal halbtot ins Bett fallen können, das braucht dann mal einen Tag Regeneration. Das plane ich ein, das muss sein. Ich will nicht am nächsten Tag mit Jetlag gleich wieder Vollgas loslegen. Das ist, nee, echt nicht. Dann ist halt erstmal bei der Botschaft aufschlagen und sagen, hallo, wir sind jetzt da. Das hat mir den Hintergrund mit irgendwelchen Geschichten, falls mal was wäre, Pass verlängern etc., damit die da zuständig sind. Das ist halt wieder ein Zuständigkeitsding. Dann würde ich gern mit meiner Spanischlehrerin, die ja von San Jose selbst ist, oder beziehungsweise von einem Vorort, mit der vielleicht mich mal treffen gleich mal sagen, hier, hallo. Und auch ein bisschen die Stadt vielleicht gleich anschauen. Zumindest irgendwie so 1-2 Tage, irgendwie was, wo man sagt, jo, will ich jetzt unbedingt sehen. Ja, wobei, wenn man nach dem geht, müsste ich länger bleiben, weil die Liste ist schon so lang. Aber dann habe ich ja Zeit, wenn ich dann drüben bin. Dann, wenn wir hier das dann alles haben an die Pazifikküste, in dem Bereich, wo wir waren, also Samara, Puerto Carrillo, in dem Eck und da irgendwo. Ich sage jetzt nicht, es muss dieses Dorf sein oder dieses Dorf. Überhaupt nicht. Ich sage nur, in dieser Gegend will ich sein. Es muss nicht mal direkt am Meer sein, aber es soll irgendwie nahe sein, dass wenn du mit dem Auto jetzt 10-15 Minuten fährst, dass das passt. Das ist so der Plan. Da musst du halt natürlich schauen,
vor Ort dann, wo ist das Haus oder das Grundstück, wo du hin willst oder wo wir hin wollen. Beispiel, einfach Beispiel. Wir waren beim Anschauen von den Schildkröten. Das war in Playa Corozalito. Das ist ein bisschen südlich von Puerto Carrillo. Also das ist so noch so ein Stückchen auf der Karte. Ich habe es bei Google Maps nachgeschaut. Es sind 27 Kilometer gewesen, die wir gefahren sind. Die sind wir allerdings in der Nacht gefahren und für diese 27 Kilometer haben wir eine Stunde gebraucht. Ich weiß nicht, ob wir jemals oder ob da jemals höher geschaltet wurde wie im 3. Gang. Auf jeden Fall, die Schlaglöcher waren ungefähr so. Von dem her, wenn da steht 27 Kilometer, heißt es nicht, dass du in 27 Minuten dort bist. Absolut nicht. Dann kann es manchmal noch sein, dass die Flüsse nur irgendwelche Durchfahrten haben. Mit irgendwelchen Allradautos ist das ja kein Problem, zumindest nicht in der Trockenzeit. In der Regenzeit kann es halt auch sein, dass hier das ganze Wasser das unpassierbar macht. Muss man auch schauen. Das weiß ich auch nicht. Wir waren drüben zwar in der Regenzeit, der August, September, aber da war nicht viel Regen. Das heißt ja immer irgendwie September, Oktober oder auch November, Anfang November noch, ist das meiste an Regen. Ich will nicht blind irgendwie was kaufen. Das müssen wir halt dann auch einrechnen, dass wir wahrscheinlich noch monatelang irgendwo in der Luft hängen und dann schauen, wo wollen wir hin und welches Dorf. Ich meine, ich lege mich nicht fest. Ich will nur die Richtung und das muss halt passen dann auch mit wo wir dann sind, wie groß das Grundstück ist. Gibt es vielleicht auch irgendwelche Mangosträucher oder sowas. Und ist ein Haus drauf, ist keins drauf, müssen wir erst noch bauen vielleicht. Ich will nichts ausschließen, ich halte mal alles noch ein bisschen offen. Und der grobe Plan ist halt, wir brauchen ein Haus für uns, für unsere Familie und unser Opa braucht auch irgendwie so eine Art Einliegerwohnung. Ja? Das muss ja doch ein bisschen getrennt sein, ja, weil sonst geht man sich einfach auf die Nerven. Es ist einfach so. Es wird eh noch lustig werden. Wir prallen Welten noch aufeinander. Aber nein, für das macht man das. Wir sind eine Familie und wenn wir das nicht wollen würden wir es nicht machen. Und zusammenfassend kann man sagen, die Jahresendpläne sind jetzt erstmal Weihnachten auf uns zukommen lassen, die ganze Bürokratie auf uns zukommen lassen, irgendwann Silvester feiern und sich freuen, dass vielleicht im Januar, Februar jetzt dann losgeht. Das gibt halt noch so einige Dinge, die außerhalb unserem Einflussbereich sind, wo wir einfach abwarten müssen. Da können wir eh nichts ändern. Aber die Pläne, die können wir machen und die machen wir auch. Das wäre es soweit erstmal. Jede Woche ist ein neuer Anfang. Und jeden Samstag geht wieder was schief. Wenn ihr noch da seid, drückt mir vielleicht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal.